Hallo meine Freunde, ihr seht, heute geht es wieder um den 35i. Der bekommt heute eine neue Wasserpumpe und zwar nur den äußeren Teil. Den inneren Teil, also das Gehäuse, habe ich nicht mitgekauft. Bei den meisten Motoren würde das im Gehäuse stecken. Was soll da dran kaputt gehen? Bei diesem Fahrzeug ist der Wasserpumpenwechsel relativ einfach, weil die Wasserpumpe von einem der Keilriemen angetrieben wird und nicht vom Zahnriemen. Das heißt, wir müssen nicht in die Motorsteuerung eingreifen. Die ganzen Riemen sitzen bei dem Auto hier rechts vorne am Motor. Die Wasserpumpe sitzt da unten verbaut. Das Problem ist, sie ist umrahmt vom Stromgenerator, vom Klimakompressor und unten von der Servopumpe. Zumindest die Servopumpe unten muss komplett raus, das ist auch der Antriebsriemen. Die Verkleidung der Servopumpe hat unten zwei Schräubchen mit dem Achterkopf, die man vom Rathaus aus erreicht. Das ist die eine und die andere sitzt hier vorne am Eck. Die macht er mal raus. Wenn die Schraube raus ist, fällt die Verkleidung runter und vorne ist sie nur gehakt. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen spielen, dann geht sie vorne raus. Hier oben ist das Antriebsrad der Wasserpumpe und jetzt ein kleiner Tipp von mir. Vor dass wir den Riemen rausmachen, lösen wir schon die Schrauben des Antriebsrads, weil wir müssen das Antriebsrad ja auf die neue Pumpe ummontieren. Sitzt natürlich etwas geschmackvoll. 6er Imbus. Also die ist mal offen, nur lose machen. 3 oder 4 Stück sollten sein. Ist auch offen. Das war die letzte. Jetzt haben wir alle 3 lose gemacht, dann müssen wir uns nachher weniger quälen. Jetzt müssen wir die Servopumpe entspannen. Das geschieht hier unten. Vorher müssen wir aber die Lager von der Servopumpe lösen. Die Servopumpe hat 3 Lagerschrauben. Eine ist hier. Die lösen wir gerade mal, dass sie sich drehen kann. Die zweite sitzt hier. Die dritte sitzt hier oben, knapp am Riemen vorbei und die hat 16er Schlüsselweite. Also ganz exotisches Maß. Die gut lösen. Das ist die eine Achse. Hier ist die andere Achse 13. So, wenn die lose ist, können wir hier, ein 22er Kopf, können wir die Spannung des Riemens verändern. Der Riemen ist noch relativ neu, deswegen markiere ich die Richtung für den Wiedereinbau. Und dann mit dem 22er die Riemenspannung komplett abnehmen. Und dann geht auch der Riemen runter. Die Servopumpe müssen wir komplett rausbauen, sonst sehen wir gar nichts. So, dann kann die Achse oben raus. Die starre Druckleitung der Servopumpe geht bis hier. Erst dann kommt der flexible Schlauch. Und den müssen wir erstmal lose machen, dann haben wir ein bisschen mehr Platz nachher auch mit der Pumpe zu kurven. 10er Kopf. Jetzt ist die frei. Die Rücklaufleitung der Servopumpe geht hier am Kühler entlang, die Beruhigungsschleife und auch zur Kühlung. Und da machen wir noch die Schräubchen auf, sonst haben wir da auch keine Bewegungsfreiheit. Dran, deswegen braucht man so einen halb gekröpften Zehner. Kommen wir immer nur, sind es 100 Grad ungefähr weiter. Nur ein deutscher Ingenieur kommt auf die geniale Idee, eine Schraube so zu verstecken. Wenn das Schräubchen mal das letzte draußen ist, dann hängt die Leitung hier frei. Jetzt können wir mit der Pumpe kurven. Wenn ihr jetzt lang genug an der Servopumpe hin und her spielt, habt ihr sie irgendwann in der Hand und wir können sie hier in dem Bereich aufhängen. Da stört es uns nicht mehr so. Die Pumpe sitzt so drin und das Problem ist dieser Flügel. Für was man diesen blöden Flügel braucht, weiß ich nicht, aber der sitzt hier unten unter den ganzen Halter rum. Das heißt, wir müssen auch mal die Lichtmaschine rausmachen. Bevor ihr in die Lichtmaschine langt, muss natürlich die Batterie weg, weil da ist ja Dauerplus drauf. Und sichern, dass nichts passiert. Hier muss erstmal der Stecker ab. Hier die Blechklammern zusammendrücken und dann mit viel Kraft nach hinten raus. Der Pluspol hat hier noch eine Schutzkappe, die müssen wir mit dem Schraubenzieher abhebeln. Das Hauptkabel der Lichtmaschine hat 13, sitzt ein bisschen kräftig. Dann kann das weg, da ist nicht einmal eine Zahnscheibe drunter mehr heutzutage.
Diese modernen Autos ist halt einfach keine deutsche Qualität mehr. Da machen wir am besten noch die Halterung weg, weil wir nehmen die Maschine komplett raus. Hat 8 und geht ganz leicht weg. Da brauchen wir was Schönes. Jetzt können wir den Kabelbaum hier abziehen. Und das Schräubchen machen wir gleich wieder drauf. Verliert man es nicht so. Den Keilriemen müssen wir auch in der Laufrichtung markieren. Den Riemen entspannen und vom Spanner abnehmen. Einfach einen alten Engländer. Die Lichtmaschine hat 2 Schrauben. Der erste sitzt hier oben. Die haben wir schon lose. Und die zweite sitzt hier unten. Die 2 Schrauben machen wir raus. Sind relativ lang, aber gleich. Und dann müsste die Lichtmaschine, wenn sie nicht will, hebelt das ein bisschen aus. Und dann kommt sie. So war die drin. Die Servopumpenkonsole hat 3 Schrauben. Die dritte ist die Verbindung mit der Lichtmaschine. Die sitzt hier oben und die müssen wir noch lösen. Und die können wir gleich mal ganz rausmachen. Aha, dann kommt die Konsole schon lose. Mit den Schrauben lang. Die kurzen sitzen von oben und hier an der Seite. Der Klimakompressor hat hier unten eine Schraube, die muss komplett raus. Ist wieder eine ganz lange. Dann die obere. Imbusschraube 8 mm. Die können wir mal gesamt entfernen. Und jetzt dürfte der Klimakompressor nur noch an der langen Achse hängen. Der hier. Stück können wir auf jeden Fall mit der Achse zurück. So, da kommt man nicht einmal raus. So, jetzt haben wir ein Problem. Irgendein intelligenter Ingenieur hat hier noch eine clevere Stütze eingebaut. Die muss weg, sonst kommen wir hier nicht aus der Buchse. Die Stütze verschwindet aber da unten drin. Und da unten ist eine kleine Imbusschraube mit 8er Kopf, ist also eine 10er Schraube. So, an die Schraube kommen wir natürlich absolut mega scharf bei. Es geht gerade so mit einer 3/8 Zoll Nuss und einem Hebel. So, und dann müsst ihr sie mit viel Schwung aufreißen. Jetzt offen ist sie schon mal. Jetzt kommen wir mit Magic Ratsche bei, also kein Problem mehr. Steigen wir erstmal die Schraube. Jetzt haben wir sie außen. So, der Schraube maximal raus. Da unten ist ein Loch, wo die rauskommt. Und jetzt drücke ich es mit dem Brecheisen hier ab. Nachdem der Kompressor jetzt schon mal weg ist, können wir die Konsole hier demontieren. Die hat hier lauter Mütterchen drin. Das sind 1, 2, 3 und vielleicht sind da unten noch ein paar kleine. Die Schrauben an der Konsole haben 13er Schlüsselweite, also fest sitzen sie gar nicht. Da sind nur Mütterchen, die verliert er jetzt da unten schön. Macht aber nichts, die holen wir dann gleich mit dem Magnet raus. Dann schauen wir mal, ob wir sie schon haben. Aha, zumindest haben sie nicht noch U-Scheibchen verbaut. Unten hier noch ein Schräubchen, die muss auch noch weg. Mutter mit Bund, ja, das ist eine Bundmutter. Aha, ihr seht, das ganze Ding kommt lose. Mutter raus nicht, dann kann das ganze Teil entnommen werden. Jetzt ist die Wasserpumpe schön zugänglich. Es ist Zeit, das Kühlwasser abzulassen. Das Kühlwasser lassen wir am besten am Stutzen für den Thermostat ab. Ich mache erstmal die Schrauben auf, dann wird es aber auch gleich feucht. Die vorderen Stück lösen und dann den Stutzen ein bisschen zurückziehen. Und jetzt können wir schön abziehen. Die ganze Soße läuft raus. Gutes Kühlwasser. Die Wasserpumpe selbst sitzt jetzt an 4 Bolzen. Die lösen wir über Kreuz an.
braucht er so eine Langnuss, weil die ja vorstehen. Bei der hätte es auch eine normale, aber sonst geht es ja nur mit der Langnuss. Eine einzige halbwegs normale Schraube mit super flachem Kopf und dann kommen diese Bolzen. Das ist doch wieder vom Feinsten. Vorsicht, der hier oben ist kürzer als die anderen zwei. Hier kommt der kurze Bolzen hin. Hier vorne gibt es noch ein Schräubchen, das auch die hintere Zahnriemenverkleidung hält. Und der Bolzen muss raus. Die Pumpe sollte jetzt lose sein. Aha, das können wir gerade so abziehen. So, jetzt löst er die Schrauben der Reihe nach ab. Das gefällt mir gar nicht. Und unten haben wir auch noch ein paar Schräubchen. Jetzt könnt ihr euch schön mit den 10 Schrauben amüsieren. Die geht sehr schwer. Die müssen wir auf jeden Fall nachschneiden. Ich habe nochmal nachgezählt, waren gar keine 10. Das ist ja keine Luxusklasse. Es sind nur 8. Beim Porsche sind es 11. Dann packt er die Pumpe kräftig und drückt sie ab. So, das war die alte Pumpe. Die Riemenscheibe müssen wir von dem alten übernehmen. Ist jetzt aber kein Problem, wir waren ja clever genug, die Schrauben vorher zu lösen. Das heißt, ich kann das jetzt gerade so mit der Hand halten. Und das war's schon. Dann die 3 Schrauben raus. Und das Rad kommt auf die neue wieder drauf. Und auch hier gilt wieder, wir ziehen die jetzt gerade mit der Hand fest. Das reicht ja. Und nachher, wenn der Riemen drauf ist, machen wir den finalen Anzug im Fahrzeug. Manche von den Gewinden waren schon relativ schwergängig, deswegen schneide ich jetzt alle nach. Werkstätten gerne sparen und nehmen halt das ganze Gehäuse. Letztendlich ist es günstiger. Für uns selber machen ist aber Gewindeschneiden billiger. Die Dichtfläche müsst ihr natürlich reinigen. Da müsst ihr ganz vorsichtig sein. Ich nehme immer so einen Kupferschaber, Eigenfertigung, weil das Gehäuse ist ja aus einem ganz leichten Aluminiumguss. Meine berühmte Viertelstunde später sieht das Ganze so aus. Ich wische das jetzt nochmal mit Aceton ab. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Hier ist gar kein Gewinde. Da war dieser durchgängige Bolzen. Und die Stelle markieren wir uns jetzt beim Gehäuse. Sonst versuchen wir nämlich 20 Mal da eine Schraube reinzustecken. Da kommt keine Schraube rein. Die neue Dichtung kommt jetzt so drauf. Bei VW wird sie ohne Dichtmasse eingebaut. Porsche würde Coryl T nehmen. Machen wir jetzt auch, was für den Porsche gut ist, kann von VW nicht schaden. Die Dichtmasse hat den Vorteil, dass euch zumindest die Dichtung nicht ständig in den Dreck fliegt, wenn wir sie jetzt montieren. Gerade eine dünne Schicht auftragen, das genügt vollkommen. So, dann kommt die Dichtung in der richtigen Orientierung in das Coryl T und jetzt klebt sie schön. Das ist der große Vorteil. Jetzt macht er einfach noch eine zweite Lage hier drauf, dass er auch die andere Seite schön dichtet. Mit dem Klebstoff braucht ihr euch nicht beeilen, der härtet ja nie ganz durch. Und dann macht er gleich mal 1-2 Schrauben rein. Nur dass euch das jetzt nicht runterfällt. Dann zieht er die Schrauben von der Mitte her über Kreuz nach außen fest, also das ist eine der zentralen. Dann kommt die auf der anderen Seite, jetzt gerade mal so, dass er ansteht. Jetzt steht es am Gehäuse an. Jetzt kommt die unten.
Im nächsten Schritt ziehen wir die Pumpe mal handfest an. In der Runde kommen wir jetzt mal mit 5 Newtonmeter. Die obere Hälfte. Bei Porsche wäre das finale Anzugsmoment 8 Newtonmeter. VW gibt 10 an. Ein ganz schönes Mehr an Moment. Okay. Der Dichtring muss natürlich auch noch ersetzt werden und hier müssen wir auch schön putzen. Da könnt ihr jetzt schon ein bisschen grober kratzen, der Motor ist schon noch aus Guss. Auf den Dichtring habe ich auch mal eine Ladung Corel-T gemacht. Schaden tut es nichts. Und hier noch ein bisschen Corel-T drauf. Hier wieder auf ihre Originalposition. Das passt. Hier war der Bolzen. Müsste aber so gewesen sein von der Länge her. Hier waren die langen Bolzen. Und hier war die Schraube. Die einzige normale Schraube. 19er Langnuss. Und dann macht er das schön über Kreuz fest, das Gehäuse. Dann ist zumindest mal die Wasserpumpe wieder in Position. Die Schrauben des Wasserpumpengehäuses bekommen 20 Newtonmeter. So, die erste 20, die zweite 20, die dritte 20 und die vierte 20. So, Wasserpümpchen ist wieder drin. Und an der Stelle kommt noch das Spezialschräubchen rein. Das Thermostat könnt ihr hier wieder einfügen. Das setzt ihr gerade mal so auf die Kante. Das Ring drauf. Das Thermostat mit der Dichtung. Und jetzt müsst ihr da reinkommen, ohne dass das einen Unfall gibt. Wenn ich das mal drin habe, kommen die zwei Schräubchen rein. Die eine ist gut zugänglich, die andere sitzt natürlich wieder hier hinten im Eck. Wenn es mal alles zusammenpasst, zieht ihr die zwei Schräubchen hoch. Sind ja nur die zwei Schräubchen von dem Stutzen. Wenn das dann drauf passt, ohne zu verkanten, liegt auch die Dichtung und das Thermostat richtig. Die zwei Schräubchen am Thermostat werden mit 10 Newtonmeter angezogen. Und 10. Und für die andere 10. Als nächstes kommt wieder die Konsole mit dem Spannelement rein. Hier auf den 4 Stehbolzen. Haben wir schon getroffen. Da ich immer noch keine Magneteinsätze gekauft habe, müssen wir wieder unseren alten Trick benutzen. Wir drücken die Muttern mit ein bisschen Papier in die Stecknuss. Dann können wir sie nämlich wunderschön einfädeln. Unten kommen wir sogar schon mit den Fingerchen dran. Eine fehlt noch und die ist da drin. Jetzt zieht er die über Kreuz mit 20 Newtonmeter an. Der Klimakompressor auf seiner Achse. Hier ist ein kleiner Eingriff, wo ihr die Schraube durchfädeln könnt. Hier unten. Weil hinten geht es ja nicht raus und dann kommt die mal durch die Achse durch und dran. Dann ist er zumindest mal so weit, dass er nicht runterfallen kann. Nach einigem Gewürge geht die Schraube dann auch da hinten in ihr Gewinde und dann dreht er sie mal so weit, dass sie gerade noch locker ist. Locker muss sie noch sein, wir müssen ja die anderen Sachen installieren. Jetzt kommt mein absolutes Lieblingsteil, diese hübsche Stütze. Da haben wir unser Vergnügen. Die müsst ihr da hinten in Position einfädeln. Da muss die hier über die Büchse drüber, da sind wir schon mal drüber. Okay. Zur Sicherheit machen wir hier erstmal die Stütze, eine kleine Schraube rein, das war die hier. Hier kommt komischerweise die Imbusschraube.
Dann dreht er sie mal vorsichtig rein, das Schräubchen. An die untere Schraube dieser lustigen Konsole kommt er wirklich nur mit Spezialkonstruktion dran. Deswegen müssen wir auch verzichten, da irgendwas mit Drehmoment anzuziehen. So sah das jetzt aus. Unten wird die Lichtmaschine mit dieser langen 10er Schraube hier durch, also nicht hier, das ist nachher für die Konsole von der Servopumpe befestigt. Da wir oben alle Schrauben in Position haben, können wir hier unten gleich beginnen festzuziehen. Das ist eine 10er Schraube, also legen wir mit 40 Newtonmeter ganz gut. Okay, und 40 Newtonmeter. Unten ist der Kompressor damit schon fest, jetzt können wir die oberen Schrauben auch anziehen. Oben haben wir auch wieder zwei 10er, einmal die wieder mit dem 16er Kopf und auch wieder 40 für die. So, hier muss es mit Gefühl gehen, auch gut. Kompressor ist wieder drin. Die Konsole für die Servopumpe muss nun hier so dran montiert werden. Die längste kommt hier in den langen Kanal, die mittlere kommt hier in den kurzen. Jetzt seht ihr, die Gewinde stehen ungefähr gleich über. Ich setze die mal an. Dann machen wir erstmal hier die längste ungefähr an den Block. So, die mittlere kommt hier. Und die kürzeste Schraube kommt von hier hinten so durch. Und das waren alles 8er Schrauben. Das heißt, das Anzugsmoment sind jetzt 20 Newtonmeter. 20 für die lange und jetzt noch 20 für die Querachse. Okay, damit haben wir die Konsole für die Servopumpe auch wieder in Position. Jetzt kann die Servopumpe wieder an ihren Platz. Die hängt hier. Jetzt ist sie drauf. Dann kommt die lange Schraube hier hinten durch die Achse. Unten kommt die Spezialschraube zur Verstellung rein und dann die andere so durch. Die müsst ihr gerade hier so einsetzen. Wir lassen natürlich jetzt noch alles locker, weil wir müssen ja die Riemenspannung damit einstellen. Kommt hier rein. Auch wieder locker lassen, müssen wir erst den Riemen einstellen. Jetzt können wir auch die Hydraulikleitung wieder zu dem Rahmen schrauben. Eigentlich alles bei diesem Auto. Beide Schräubchen anziehen und das ist gut. Das war jetzt das Schräubchen von der Druckleitung. Dann kann auch die Lichtmaschine wieder rein. Immer ein bisschen gefummelt, bis ihr diese hier trifft. Aha, jetzt könnt ihr unten mal eine Schraube durchmachen. Aber wenigstens eine. Und wenn sie oben nicht freiwillig will, braucht ihr halt ein bisschen Gewalt. Ich weiß auch nicht, warum die Dinge immer so hart sitzen müssen. Und jetzt ist auch die obere wieder drin. Dann schraubt er die zwei Schräubchen da wieder rein. Wenn Sie mal richtig gegriffen haben und die Lichtmaschine sitzt, dann geht es sogar einfacher. Okay. Die Schräubchen bekommen 20 Newtonmeter. Hinten könnt ihr die Schutzkappe wieder abziehen. Die brauchen wir. Dann brauchen wir das Mütterchen, muss runter. Und hier unten ist noch der kleine Halter. Der Kabelbaum, der kommt hier drauf. Der Stecker kommt hier hinten und das Hauptstromkabel kommt hier drauf. Die Kontakte sind noch soweit sauber. Machen wir ein bisschen Polschutzfett drauf. Da unten das kleine Schräubchen kommt auch noch drauf. Wieder oben zieht er
gefühlvoll fest. Dann kommt das Käppchen wieder drauf. Und die da unten ist ja nur ein Halter. Vorsicht, nicht abreißen, das Zeug ist alles ganz empfindlich und dünn. Wenn die Seite verkabelt ist, können wir auch die Batterie wieder anschließen. So. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch die Leitung von der Klima wieder festmachen. Also einmal hier und hier hatten wir es lose. Gerade so festmachen, dann sind die ganzen Leitungen. Jetzt ist wieder alles in Position. Keilriemen fädelt er von unten her kommend wieder ein. Und den Riemen spannt er wieder mit der Rolle, könnt ihr hier gerade so drauf schieben. Gerade so rauslupfen, wenn er den mit dem Engländer wegschiebt. Dann müsst ihr schauen, dass er überall in diesen Rippenrädern hier mittig läuft. An der Klimaanlage, an der Lichtmaschine und da unten an der Kurbelwelle auch perfekt. Den Riemen vollständig von der Servopumpe. Dann geht es oben über die neue Wasserpumpe. Die müssen wir auch dran denken, wir haben das Rad noch nicht angezogen. Dann geht es hier drüber und jetzt könnt ihr den Riemen spannen. Der Riemen wird jetzt folgendermaßen gespannt. Das ist ein gebrauchter Riemen. Der wird jetzt hier an dem 22er mit 4 Newtonmeter gezogen. Beim neuen Riemen wären es 7 Newtonmeter. So, hier zieht er auf 4 und dann macht er den Riemen fest. Dann bekommt die 13er Feststellschraube noch 25 Newtonmeter. Und 25. Und jetzt dürfen wir auf keinen Fall vergessen, oben die Muttern an dem Flügelrad einzuziehen. Die Schrauben an der Riemenscheibe bekommen 20 Newtonmeter. Okay, und 20 für die letzte. Zu guter Letzt kommt das Teil da vorne noch rein. Das wird hier einfach gesteckt. Rein geht das Zeug immer einfacher wie raus. Und jetzt müsst ihr da oben die 2 kleinen Schräubchen suchen. So, die zieht er mit viel Gefühl, haben ja auch noch ein 8er Köpfchen an. Das ist nämlich nur Plastikspreiztübel. Wir können nun das Kühlsystem wieder befüllen. Ich habe jetzt noch G11 da, das ist schon vorgemischt. Ihr könnt aber auch G12 oder G12 Plus verwenden, aber nicht mischen. Das Mischungsverhältnis hängt ein bisschen von eurer Region ab. Für Baden reicht 40 zu 60 dicker aus. Dann kommt er so bei minus 27, minus 30 Grad an. Dann drückt er immer ein bisschen auf die Schläuche. Ihr hört es nämlich dann, wie es blubbert. Und? Nach 3 Litern war er schon oben. Jetzt sinkt er aber noch langsam ab, was ich beschleunigen kann, indem ich hier noch gurgle. Nach ungefähr 4 Liter bleibt er auf Max stehen, also jetzt ist voll egal, wie viel ich hier an den Schläuchen pumpe. Jetzt lassen wir mal mit offenem Deckel laufen. Jetzt wartet ihr, bis es kalt ist, dann machen wir den Deckel nochmal auf, füllen nach. Ich habe euch heute gezeigt, wie man im 4-Zylinder Passat die Wasserpumpe wechselt. Dafür braucht man nicht an die Motorsteuerung ranzugehen, das heißt, ihr müsst da nicht besonders aufpassen. Tschüss, bis zum nächsten Video.